Du willst wissen, wie du deine Heizung für den Winter fit machst? Dann bist du hier genau richtig. Hi, ich bin Robin und verrate dir in dieser Folge, wann es Zeit wird, die Heizung wieder einzuschalten, wie du mit smartem Heizen und Lüften gut durch den Winter kommst und wie das mit dem hydraulischen Abgleich funktioniert. Mit dem hydraulischen was? Keine Angst, das erkläre ich dir gleich. Klingt doch nach dranbleiben lohnt sich. Ob zum Sommer oder zum Winter, die Umstellung und Optimierung deiner Heizungsanlage zwischen den Jahreszeiten ist sinnvoll, wenn du Energie sparen willst. Wenn du zur Miete wohnst, kümmern sich die Eigentümerin, der Eigentümer oder die beauftragte Hausverwaltung um die Heizanlage. So ist es gesetzlich geregelt im § 535 Absatz 1 Satz 2 BGB, nämlich die Heizpflicht des Vermieters. Und doch kannst du als Mieterin oder Mieter innerhalb deines Wohnraums die Heizwärme mit ein paar Handgriffen optimieren und so Heizkosten sparen. Ach, eine Sache noch. Bevor wir jetzt richtig starten, auf diesem Kanal erfährst du alles über Energietechnik für dein Zuhause, samt Tipps und wichtige Hinweise zum Energiesparen und Themen rund um die Elektromobilität. Wenn du also keine Folge verpassen willst, einfach jetzt den Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Ach, hast du schon? Super, dann geht's jetzt weiter. Wie macht man eine Heizung winterfit? Wenn die Heizperiode ansteht, dann solltest du dich auf die Funktionalität deiner Heizung schon verlassen können. Nichts ist schlimmer, als an kalten Tagen festzustellen, dass die Räume nicht ausreichend warm werden oder noch schlimmer, die Heizung komplett ausfällt. Hier die ersten Tipps, was du tun kannst, um dich heiztechnisch auf den Winter gut vorzubereiten. Erstens, Heizbarrieren auflösen. Die Heizungskörper sollten frei stehen. Also Möbel, Gardinen, Blumentöpfe oder ähnliches solltest du im Winter beiseite stellen oder mindestens 20 cm, besser noch 50 cm vom Heizkörper abrücken oder sogar ganz entfernen. Nur wenn der Heizkörper frei steht, kannst du die volle Heizwärme im Raum nutzen. Zweitens, Heizkörper reinigen. Viele unterschätzen, dass Staub auf und in Heizkörpern die Heizleistung bis zu 25% hemmen kann. Durch eingebrannten Dreck sogar bis zu 30%. Diesen kannst du ganz einfach mit einer Heizkörperbürste und einem feuchten Lappen entfernen. Also ran an den Schmutz. Rippen und Röhrenheizungen kannst du ganz einfach absaugen oder mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei Plattenheizkörpern solltest du die Abdeckung entfernen und die Lamellen mit einer Heizkörperbürste vom Staub befreien. Von außen reicht dann vermutlich wieder ein feuchtes Tuch. Du hast eine Fußbodenheizung, gute Wahl, denn die kann unter den Dielen kein Staub ansetzen. Drittens, Wasserdruck prüfen. Hier sind die Eigentümer oder die Hausverwaltungen gefragt. Wenn die Anlage bereits läuft, kannst du auf dem Manometer erkennen, wie hoch der Wasserdruck aktuell ist. Und wenn der Wert unter 1 Bar liegt, dann muss Wasser nachgefüllt werden. Als Richtwert bei einem Einfamilienhaus sollte der Druck bei 1,5 bis 1,8 Bar liegen, damit auch die obersten Zimmer noch mit ausreichend Warmwasser erreicht werden. Wenn du als Mieterin oder Mieter merkst, dass die Heizungen in den oberen Räumen nicht ausreichend warm werden, dann informier die Hausverwaltung über das Problem, damit die Eigentümer reagieren können. Viertens, Heizung entlüften. Wenn du dein Heizsystem zum Winterbetrieb entlüftest, dann kannst du bis zu 15% Energiekosten sparen. Wie das funktioniert, das zeigen wir in diesem Video. Den Link findest du auch in der Infobox. Fünftens, Heizungsanlage warten. Eine Heizungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um Verschleißteile rechtzeitig zu reinigen oder gegebenenfalls auszutauschen. Das ist sinnvoll in deinem eigenen Zuhause und deine Pflicht in Mietobjekten, um den Mieterinnen und Mietern eine funktionale Heizung zur Verfügung zu stellen. Und sind die Tipps bereits hilfreich für dich? Dann lass uns gern ein Like da. Was ist denn jetzt mit diesem hydraulischen Dingsbums da? Du meinst den hydraulischen Abgleich? Das erkläre ich jetzt. Okay, cool. Sechstens, hydraulischer Abgleich. Ein Heizsystem ist so angelegt, dass die Heizrohre unterschiedlich weite Wege haben, um das Warmwasser von der zentralen Heizungsanlage in die Heizkörper in den einzelnen Wohnungen zu transportieren. Und dadurch sind die Räume in der Nähe des Heizkessels besser beheizt und es ergibt sich eine unterschiedliche Wärmequalität im gesamten Haus. Mithilfe des hydraulischen Abgleichs kann der unterschiedliche Wasserdruck in den Rohrleitungen so individuell eingestellt werden, dass immer die richtige Menge Wasser durch die jeweiligen Heizkörper fließt. So werden alle Zimmer gleichmäßig beheizt und du verbrauchst weniger Energie. Für die Umsetzung dieser Maßnahme solltest du dich mit deiner Vermieterin oder deinem Vermieter kurzschließen. Kommen wir zur Kernfrage dieser Folge. Wann sollte die Heizung auf den Winterbetrieb umgestellt werden?
Das bestimmen die Wetterverhältnisse, deine persönlichen Bedürfnisse und auch der energetische Zustand des Gebäudes. Folgende Richtwerte bieten dir eine Orientierung. Für Altbauten, die vor 1977 gebaut wurden, wird empfohlen, die Heizung schon bei einer Außentemperatur von 15 bis 17 Grad einzuschalten. Bei Neubauten, die in dem Zeitraum 1977 bis 1995 gebaut wurden und gedämmt sind, liegt die Empfehlung bei 14 bis 16 Grad. Die Neubauten nach 1995 könnten kalt bleiben, bis das Thermometer auf 12 bis 15 Grad fällt. Niedrigenergiehäuser brauchen erst ab 11 bis 14 Grad Außentemperatur eingeheizt werden. Passivhäuser sind hier die Spitzenreiter. Diese hochenergieeffizienten Niedrigenergiehäuser brauchen erst bei 9 bis 11 Grad geheizt werden. Einen festen Termin für den Start in den Winterbetrieb einer Heizung, den gibt es also nicht. Aber es gibt einen Unterschied, ob du in deinem Eigenheim wohnst oder nur zur Miete. Wenn du das Gebäude selbst bewohnst, dann kannst du letztlich selbst entscheiden, wann es für dich und dein Zuhause Zeit wird einzuheizen. Wenn du zur Miete wohnst, sind die Eigentümer oder die Hausverwaltung verpflichtet, die Heizanlage zum Winter rechtzeitig anzustellen. In der Regel dauert die Heizperiode vom 1. Oktober bis zum 1. Mai. Der Zeitpunkt kann aber je nach Witterung und Region natürlich variieren. Generell sind Eigentümer aber verpflichtet, die Heizanlage auch im Sommer in Betrieb zu nehmen, wenn die Außentemperaturen unter 16 Grad bzw. länger als 2 Tage unter 18 Grad fallen. Wie funktioniert die Umstellung von Sommer- auf den Winterbetrieb? Bei den meisten Heizungen muss in der Regel keine spezielle Ein- oder Umstellung vorgenommen werden. Die Anlagen erkennen automatisch, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt und nehmen dann den Betrieb wieder auf. Manche Heizungen verfügen jedoch über 2 getrennte Systeme, um das Wasser für die Heizung und das zum Duschen zu erwärmen. Wenn das Warmwasser für die Heizung zum Sommer ausgeschaltet wurde, muss das zum Winter natürlich rückgängig gemacht und wieder eingeschaltet werden. In der Regel funktioniert das über einen Knopfdruck oder einen Hebel, der einfach umgelegt werden muss. Bei Mietwohnungen kümmert sich im Normalfall die Vermieterin oder der Vermieter darum. Als Mieterin oder Mieter kannst du deinen eigenen Energietarif wählen, sofern du einen separaten Zähler an deiner Heizung hast. Deshalb haben wir in der Infobox einige Links hinterlegt, damit du den für dich besten Erdgas- und Wärmestromtarif bei der NBW findest. Auch wenn deine Wohnung oder dein Haus bereits mit einer Wärmepumpe beheizt wird, lohnt sich ein Vergleich. Und natürlich reden wir hier von 100% Ökostrom. Weiter geht's, denn ein Thema haben wir noch. Smart heizen und korrekt lüften. So kommst du gut durch den Winter. Beim Heizen im Winter gilt für Innenräume als grobe Faustregel, 18 bis 20 Grad Raumtemperatur sind völlig ausreichend. Je nach Verwendungszweck und Aufenthaltsdauer werden folgende Raumtemperaturen empfohlen. Im Flur, Schlafzimmer und in der Küche reicht eine Raumtemperatur von 15 bis 18 Grad. Im Kinderzimmer und im Wohnzimmer sollte es kuschelige 20 bis 22 Grad warm sein. Im Bad bist du mit 20 bis 24 Grad gut beraten und im Arbeitszimmer besser ein bisschen kühler, also etwa 18 bis 20 Grad. Da die meisten Haushalte noch mit herkömmlichen Thermostaten ausgestattet sind, zeige ich dir hier mal eine Grafik, die dir genau anzeigt, mit welcher Stufe du welche Raumtemperatur erreichen kannst. Mein Tipp: am besten jetzt mal kurz Pause drücken, einen Screenshot machen und den dann griffbereit als Memo abspeichern. Zu guter Letzt, sparsames Heizen geht nicht ohne smartes Lüften. Der größte Fail, den viele machen: Dauerlüften mit Kippfenster. Aber das hilft nicht und kann sogar, wenn es ganz blöd läuft, Schimmelbildung fördern. Zudem kühlen die Wände aus, sodass mehr Energie gebraucht wird, um die Kälte wieder auszugleichen. Besser ist Stoßlüften. Auch wenn du das vielleicht schon 1000-mal gehört hast, aber nur mit Stoßlüften erreichst du einen gesunden Luftaustausch für dich und das Klima in deinem Wohnraum. Also einmal am Tag alle Fenster für etwa 5 bis 10 Minuten öffnen und den Durchzug genießen. Mein Tipp: am besten machst du das früh morgens oder in den Abendstunden. Denn eine Faustregel besagt, je stärker sich die Temperaturen im Haus und draußen unterscheiden, desto schneller gelingt der gesunde Luftaustausch. Kurzes Stoßlüften erreicht einen guten Luftaustausch und innen bleibt es muckelig warm. Mein Fazit: mit diesen Tipps kommst du auf jeden Fall gut und günstiger durch den Winter. Ich bin ja ein Smart Home Fan und kann aus eigener Erfahrung empfehlen, auf smarte Heizthermostate umzusteigen. Dann kannst du deine Heizung ganz bequem vom Handy aus steuern und optimal einstellen.
Zum Thema Smart Home haben wir übrigens ein eigenes Video gemacht. Schau da unbedingt mal rein. Vielleicht lässt du dich von der spannenden und energiesparenden Technologie inspirieren. In diesem Sinne, lass gerne ein Like da, wenn dir die Folge gefallen hat, und hinterlass auch gerne einen Kommentar, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis dann. Das klebt da dran. Diese hochenergieeffizienten Niedrigenergiehäuser brauchen erstmal Entschuldigung. Wenn die Außentemperatur unter 16. Mach die Fliege!